Hey, heute soll es mal um die Relativität der Erkenntnis gehen. Zu diesem Zweck werde ich zuallererst mal etwas wiederholen, was ich bestimmt schon drei, vier Mal gesagt habe, aber es ist eine sehr wichtige Sache und sie kommt immerhin von Einstein. Der nämlich sagte mal, dass es nicht klar sei, dass der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten eine Gerade sei. Und gefragt, wie er das denn meine, denn es sei ja klar, dass der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten eine Gerade sei. Und was sonst solle man also annehmen, da sagte Einstein, dass es Völker im Südpazifik gebe, die das nicht so sehen und die glauben, dass der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten eine geschwungene Linie ist. Warum sie das glauben, hat er nicht gesagt. Und ich habe das so verstanden, dass also der Einstein der Meinung war, dass die Denkvoraussetzungen eines Volkes oder einer Gruppe von Menschen immer das ist, wovon sie ausgehen. Und das zu hinterfragen, hat aus seiner Sicht wenig Sinn. Und das ist es auch, was ich als die Relativität der Erkenntnis hier vorstellen will und möchte. Aus der spiritualistischen Sicht macht das sehr viel Sinn, denn der Spiritualismus ist ja jene Philosophie, die ich hier vorstelle und immer wieder vorstelle, die von Materielosigkeit ausgeht. Das bedeutet, wir bewegen uns nicht in einer Welt, die aus Raum, Zeit und Materie besteht, sondern in einer Welt, die aus Informationen besteht. Das Universum ist also nicht aus Materie gemacht. Aus was ist das Universum dann? Es ist aus Gedanken. Es ist dein Bewusstsein. Als Welt aus Gedanken macht eine solche Relativität der Erkenntnis sehr viel Sinn. Denn eine Welt, die aus Informationen ist, unterliegt nicht einer abzählbaren Menge an Möglichkeiten und kann im Prinzip jede Form annehmen. Es ist für diese Welt im Grunde eine gewisse Kontinuität nötig, aber es steht nirgendwo geschrieben, dass sich eine solche Welt vom Punkt A zu Punkt B entwickeln muss in einer geraden Strecke. Ich rede jetzt von Erkenntnis, ich rede nicht von diesen Punkten zwischen denen nach unserer heutigen Sicht eine gerade Strecke der kürzeste Weg wäre. Ich rede von der Möglichkeit, dass Erkenntnisse geschaffen werden aus diesem Denken heraus und Erkenntnisse, die jenseits dessen liegen, was wir für möglich halten. Vor mehr als 2000 Jahren hat Plato ein Höhlengleichnis formuliert und es bestand darin, ich habe das im Hintergrund dann als Bild eingeblendet, dass er sich vorstellte, dass Menschen vor einer Felswand sitzen und sich Schatten an der Wand ansehen und glauben, dass das die Realität sei. Und dann später treten sie hinaus aus der Höhle, in der sie sich befinden, ins pralle Tageslicht und stellen fest, dass das, was sie vorher für die Realität hielten, eine, wenn man so will, Täuschung ist oder eine naive Annahme. Wie könnte man das für eine Realität halten, wo man doch jetzt sieht, dass die Realität aus Bäumen und aus Wasser und aus Sträuchern und dergleichen besteht und aus Sonne. Und es tritt ein, was wir alle, glaube ich, in unserem Leben schon viele Male erlebt haben, dass man sich sagt, wie konnte ich früher so naiv sein und dies und jenes annehmen. Heute bin ich viel schlauer. Und das ist, das ist also ein schönes Sinnbild für eine Erkenntnis. Und
Ich habe dieses Höhlengleichnis eigentlich immer so als dann schließlich etwas, also mir gedacht, etwas, das immer wieder eintritt. Also in kleinsten Schritten, die gar nicht wahrnehmbar sind und dann auch wieder in großen Schritten im Abstand von 10 Jahren hat man ein richtiges Aha-Erlebnis, was man früher annahm und was dann eingetreten ist, später eingetreten ist und wie man also aus der Jetzt-Sicht die Vergangenheit als naiv beurteilt und als das hätte alles besser gehen können und so weiter. Genau genommen ist dieses Höhlengleichnis im Grunde ein alltägliches Ereignis, denn wir kommen ja ständig weiter mit irgendwelchen Erkenntnissen, die wir gewinnen. Ja? Und ich meine, das trivialste aller Erkenntnisse vielleicht, dass die Fernbedienung eine Taste hat, mit der man irgendwas Bestimmtes steuern kann. Und man hat es bisher überhaupt noch nicht wahrgenommen. Aber nun kennt man diese Taste und kann also den Fernseher noch besser nutzen oder so. Man kann eben doch wahrnehmen, dass genau wie wir an jedem Punkt in unserem Leben immer glauben, die Vergangenheit sei irgendwie naiv gedacht. Aber jetzt seien wir im Vollbesitz der Weisheit und wie im Höhlengleichnis im Vollbesitz des prallen Tageslichtes. Wir können alles jetzt sehen und vorher konnten wir es nicht sehen. Vorher saßen wir in der Höhle fest, glaubten naiv, dass Schatten an der Wand die Realität ist. So schreitet die Erkenntnis eben fort und das, was heute unser aktuelles Wissen ist und das wir als das größte Wissen der Welt ansehen. Ja, man kann es überhaupt nicht leugnen, es ist völlig klar, dass es so ist und nicht anders. Das ist eben das Wissen, was in vielleicht 100 Jahren nicht mehr gilt. Und wo man dann wieder sagen wird, ja, das war ganz schön naiv, das anzunehmen. Wie konnte man nur so naiv sein? Das ist deshalb so, weil die Erkenntnis fortschreitet und weil sie im Prinzip keine klare Richtung hat. Sie kann viele Richtungen einnehmen, wie Einstein im Grunde damit sagt. Also wenn er sagt, es könne Völker im Südpazifik geben, die annehmen, dass der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten eine geschwungene Linie ist. Und er sagt nicht im Nebensatz, oh, wie sind denn diese Völker dumm? Und er sagt auch nicht zum Beispiel, diese Völker sind scheinbar noch recht naiv. Sie haben noch nicht begriffen, dass die wirkliche Wahrheit darin liegt, dass die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten eine Gerade ist. Dann scheint er damit zu sagen, dass die Wahrheit oder die Wirklichkeit viele Formen haben kann. Und es ist überhaupt nicht gesagt, dass sie eine ganz bestimmte Form haben muss. Ich hatte ja mal ein Video gemacht, das hieß, ist die Erde rund oder flach? Und der Sinn des ganzen Videos sollte eigentlich sein, diese Relativität der Erkenntnis, das hatte ich da glaube ich gar nicht so genannt, aber diese Relativität der Erkenntnis im Grunde vorzustellen und zu sagen, ob die Erde rund oder flach ist, das ist halt Ansichtssache letzten Endes. Und es kommt sicherlich darauf an, wo und wann man lebt und was nun sozusagen die überwältigende gesellschaftliche Meinung ist. Ich meine, dass die Erde rund ist, nur mal als Beispiel, das habe ich ja mir auch nicht ausgedacht, sondern das kriegt man immer gesagt und man sieht es vielleicht auf Fotos und so. Es ist eine Information, die sicherlich uns alle durchdringt. Aber wir können auch verstehen, glaube ich, dass wir durchaus andere Erkenntnisse haben könnten und würden dann die Sache ganz anders sehen. Und derjenige, der zum Beispiel in einer Welt, die davon ausgeht, dass die Erde flach ist, denn sie sieht ja auch flach aus. Und alles spricht dafür, dass sie flach ist erstmal. Der dann sagen würde, die Welt sieht wie eine Kugel aus, der würde vermutlich verlacht werden und dem würde man vielleicht in die Klapsmühle einweisen, wenn er nicht aufhört mit diesem Erzählen.
Das ist eben die Relativität der Erkenntnis. Und als ich das Video damals machte, oder was heißt damals, das ist jetzt 2, 3 Monate her, da gab es natürlich auch viele, die gesagt haben, was ist das überhaupt für eine dumme Frage, man kann doch sowas gar nicht fragen. Aber da ja Einstein das nun auch gefragt hat oder zumindest gesagt hat, darf man sich schon mal trauen, das zu sagen. Aus der Sicht des Spiritualismus nun wieder ist es manchmal schwer zu glauben, wie doch die Gesellschaft manchmal an Fakten glaubt, also wie stark sie an Fakten glauben und hängen. Also als Spiritualist und der von dieser Relativität der Erkenntnis im Grunde durchdrungen ist und der versteht, dass das einfach so ist und dass die Realität sich letzten Endes in den, wenn man so will, in den Individuen abspielt und dort geboren wird. Es ist ihre Realität, die für diese Personen natürlich das ultimativ Reale ist. Also sage ich zum Beispiel nicht mehr, wenn mir jemand sagt, und das hat mir jemand gesagt, eine Frau, sie könne das Wetter verändern. Ich habe nicht sofort gesagt, nein, das kannst du nicht oder dergleichen oder das wäre dumm, so etwas zu sagen, sondern ich denke mir dann immer, dass ihre Realität für mich von außen nicht sichtbar ist. Und natürlich wäre für mich der ultimative Beweis, dass sie das nicht nur für sich kann, sondern auch für eine Beobachtergruppe, wie zum Beispiel mich, wenn ich sagen würde, nun verändere bitte das Wetter und es würde geschehen. Aber ich werde jedenfalls nicht mit so einer Arroganz, die ich früher mal hatte, da rangehen und sagen, nein, das kannst du nicht, sondern du müsstest ja, um dergleichen zu können, alle die Voraussetzungen haben, die ich mir in meinem Kopf denke. Ich hatte auch mal eine Begegnung mit einem Doktor der Naturwissenschaften, von dem man sagen sollte, es ist ein intelligenter Mensch, ein Doktor immerhin, und wir sprachen über gesellschaftliche Themen und ich sagte ihm, es war ein bisschen kontrovers, ich sagte ihm, dass ich noch aus meiner Jugend weiß, dass ein bestimmter Begriff ganz anders definiert war, als er heute ist und dass dieses Umdefinieren von Begriffen etwas ist, das scheinbar in unsere Zeit gehört und das scheinbar jetzt gemacht wird, damit bestimmte Ziele erreicht werden. Und dieser Mensch sagte, nein, das war schon immer so und das steht da und da, ich solle doch mal nachlesen. Und ich sage, nee, das liest du mal nach, denn ich weiß ja noch, dass ich früher den Begriff gedacht habe und er bedeutete das und das und heute bedeutet er was anderes. Und er sagt dann wieder, ich soll das nachlesen. Ich sage, nein, das kannst du nachlesen. Es gibt also diese Idee, dass etwas, was irgendwo steht, dann auch stimmen muss in manchen Leuten. Das gibt's. Ich erinnerte mich dann auch an einen Lehrer früher, da war ich noch ein Kind oder ein Jugendlicher und der sagte damals, das ist so wahr, das steht sogar in der Zeitung. So wahr ist das. Und das ist natürlich besonders absurd, weil damals war der Sozialismus und im Sozialismus stimmte im Grunde überhaupt nichts, was in der Zeitung stand. Das war alles, heute würde man sagen, Bullshit. Aber die Idee, dass etwas, was irgendwo steht und was mehr oder weniger kluge Menschen vielleicht aufgeschrieben haben, dass das eine Wahrheit ist, ich glaube, die ist sehr verbreitet, diese Idee oder das, was ein Nachrichtensprecher im Fernsehen sagt. Und geschweige denn, dass man sich darüber Gedanken macht, ob überhaupt es mehrere Wahrheiten geben kann zu demselben Thema, also mehrere Sichtweisen beispielsweise oder so. Also die Idee, dass die Wahrheit eine Einzahl ist, eine Entität, die man nur in der Einzahl benennen kann und man nicht von vornherein von den Wahrheiten reden muss, das ist ja eine materialistische Sichtweise und ich habe sie von vornherein nicht.
hieran sieht man auch, dass Philosophie wie zum Beispiel Spiritualismus einen großen Nutzen hat, denn ich würde sagen, der Nutzen von einer Philosophie ist ja immer, dass man die Gesellschaft besser erkennt oder dass man die Realität oder die Realitäten, so wie sie einem sich darstellen, besser erkennen kann. Und ich kann nur aus Erfahrung sagen, dass viele Leute das nicht können und sie würden immer so handeln, wie sie es einfach in den Nachrichten hören und würden das nicht in Zweifel ziehen. Insofern ist der Wert des Spiritualismus die Befreiung von dem Dogma der absoluten Existenz als Gedanke, dass wir Wahrheiten abrufen von etwas Materiellem. Wenn wir sie hingegen, wie der Spiritualismus sagt, selbst erschaffen, dann sind sie praktisch unbegrenzt in der Zahl und wir können immer davon ausgehen, dass die Wahrheit, die wir heute haben, in wahrscheinlich schon naher Zukunft überholt sein wird, dass sie sich uns ganz anders darbietet und wir dürfen so gesehen schon gespannt sein. Und der Begriff, den man normalerweise dafür hat, dass man sagt, etwas sei hinter den Dingen. Man kennt die Dinge, aber man vermutet, dass da etwas dahinter liegt. Das nennt man Transzendenz. Und ich habe hier diese Grafik, die das schon viele Jahrzehnte vermutlich oder Jahrhunderte sehr schön darstellt, mal abgebildet im Hintergrund. Und es zeigt einen Menschen, der durch den Himmel hindurchschaut und dort ein ganz anders geartetes Räderwerk von Himmelsmechanik beobachtet. Das ist also die Idee, dass man, oder wenn man das jetzt mit dem Höhlengleichnis in Übereinstimmung bringt, dass man sagt, herausgetreten aus der Höhle befindet man sich im prallen Sonnenlicht, aber damit noch nicht in einer endgültigen Realität, sondern die nächste Realität, die wartet schon. Und sie wird wieder ganz anders sein als dieses pralle Sonnenlicht. Man stelle sich das vor, man tritt aus einer Höhle in die nächste hinein und hat nun wieder eine, wenn man so will, Scheinwelt vor sich oder eine Welt, eine Realität, die sich entwickeln wird, die sich zu etwas anderem entwickeln wird. In dem Zusammenhang habe ich mir natürlich überlegt, also ich hatte ja gesagt, ich hatte dieses Video gemacht, ist die Erde rund oder flach? Und wenn man nun sagt, dass die Erde heute rund gesehen wird, wohin könnte sich diese Wahrheit entwickeln? Diese Wahrheit, die so wahr scheint aus heutiger Sicht. Also meine Antwort wäre, zum Beispiel könnte die Wahrheit des Spiritualismus sich erweisen und man würde dann sagen, so wie das Einstein ja getan hat, die Wahrheit der Südseebewohner ist nicht weniger wahr als die der westlichen Weltbewohner. Denn dem Universum kommt es nicht darauf an, dass irgendwie eine bestimmte Art von Funktionalität eintreten muss. Und es ist auch nicht gesagt, dass die Denkausgangslage der Südseeinsulaner von vornherein, mal angenommen, sie würden eine Entwicklung machen, so wie die Europäer oder wie die westliche Welt oder wie heute gerade auch die, wie man so schön sagt, der globale Süden, dass diese Entwicklung von vornherein weniger gute Ergebnisse liefern würde wie unsere. Zumindest finde ich, das kann man eigentlich so nicht behaupten. Denn man weiß ja nicht, zu welchen Schlüssen eine wirkliche Beschäftigung mit diesen Dingen dann bringen würde. So wie das bei uns ja war, dass man den Materialismus jetzt 2500 Jahre gedacht hat. Und ich sage ja immer, ich denke das so, meiner Ansicht nach ist er nicht ideal. Es ist nicht tatsächlich, wie die Dinge tatsächlich sind. Es fehlt die zur Kenntnisnahme der Tatsache, dass sich
mit jedem Gedanken das Universum weiterentwickelt und wir nicht die Beobachter eines starren Außen sind, das eine abzählbare Menge von Resultaten zutage fördern kann. Ich will es damit erstmal bewenden lassen und hoffe, dass euch das zusagt und dass ihr vielleicht ins Überlegen kommt und dass ihr es gut findet zu überlegen und insofern diese Reihe mögt. Und wenn ja, dann lasst bitte ein Like da und einen Hochdaumen und ein Abonnement. Und ich möchte mich noch bei Mr. John Haydock bedanken, der uns erlaubt hat, seinen herrlichen Song zu verwenden für unseren Abspann. Und der wird euch auch ganz schön gefallen. Also ich finde ihn einfach genial, deshalb habe ich ihn verwendet. Also bis dann, tschüss. So let it flow like a river stone. My love is deep enough for the both of us. And if the path should slip away from view, my waiting arms are gonna carry you. Hey there, pretty blue eyes, I'm riding